Hello, you. Ich bin Lilly Makut und das hier ist die zweite Folge einer Reihe, die ich das Leben und die Liebe und so getauft habe. Ich bekomme für diese Reihe Fragen gestellt und dann setze ich mich mit meinem Spirit-Team zusammen und channele entsprechende Antworten auf diese Fragen. Und dazu möchte ich gleich auch noch auf was hinweisen. Die Antworten, die du hier hörst, erheben natürlich keinerlei Anspruch darauf, vollständig oder universell gültig zu sein und sie sind nicht als Ersatz für medizinische oder therapeutische Beratung gedacht, aber sie können eine schöne Ergänzung dazu sein. Und damit geht's auch gleich schon los. Die Frage, die ich für diese zweite Folge meiner Reihe gestellt bekommen habe, kommt diesmal von Vivian. Vivian schreibt: Ist es mein Seelenauftrag, mich um die Emanzipation der Frauen zu kümmern? Mich beschäftigt die Stellung der Frauen in der patriarchalen Gesellschaft und damit einhergehende Unterdrückung und Übergriffigkeit. Und wenn das mein Seelenauftrag ist, welchen Beitrag kann ich dann leisten, dass Frauen sich autonom und selbstbewusst erleben, Grenzen setzen und mit anderen in den Austausch gehen bzw. selbstbestimmt leben? Diese Frage ist eine sehr schöne, große Frage und um diese Frage gut beantworten zu können, habe ich mich mit Vivians Soul Guide getroffen, also mit einem Spirit Being, das Vivian schon seit jeher begleitet und das die Wünsche ihrer Seele dementsprechend sehr, sehr gut kennt. Und Vivians Soul Guide hat mir bei unserem Gespräch folgende Infos für sie mitgegeben. Vivian, dieses Thema, die Stellung der Frauen, fühlt sich deshalb so groß und so nach Seelenauftrag an, weil du spüren kannst, dass die Stellung der Frauen, so wie sie jetzt gerade in unserer Gesellschaft besteht, nicht der Wahrheit entspricht, sondern künstlich hergestellt ist und nicht echt ist. Anders gesagt, du kannst spüren, dass es nicht wahr sein kann, dass mindestens die Hälfte der Menschheit irgendwie weniger wert sein sollte. Das wäre ja so, als wäre die Hälfte der Pflanzen und Blumen auf einer Wiese auf irgendeine Art weniger schön oder weniger wertvoll als die andere Hälfte. Und das kann natürlich nicht stimmen. Du verstehst sehr tiefgreifend, dass alle Lebewesen das gesamte Spektrum zwischen weiblich und männlich in sich tragen. Und es schmerzt natürlich, wenn wir bemerken, dass die weiblicheren Teile dieses Spektrums in uns irgendwie unterdrückt sein sollten oder nicht genauso klar existieren sollten wie alle anderen Teile. Wozu denn auch? Das macht ja keinen Sinn. Und ja, du spürst es richtig, dass in diesem Thema eine Art Seelenauftrag für dich steckt. Aber die Frage ist, in welcher Form du in diesem Leben dazu beitragen möchtest, Frauen aus dieser unsäglichen Situation herauszuhelfen. Der Auftrag, den du dir als Seele dafür gegeben hast, ist, Freude ins Leben zu bringen. Und es fühlt sich diametral entgegengesetzt an, wenn diese Freude, die du auch in dir selbst trägst, jeweils an das Trauma anstößt, das daraus entstanden ist, wie Frauen hier seit vielen Jahrhunderten gestellt sind. Anders gesagt, du hast in vielen verschiedenen Leben immer wieder ausleben wollen, Freude zu verbreiten, auf ganz unterschiedliche Arten. Aber du hast dabei auch immer wieder erleben müssen, dass diejenigen, die damit ein Problem hatten, dass du das tun wolltest, mit dem Thema Freude insgesamt ein Problem haben. Es gehört nämlich leider zu patriarchalen Gesellschaften dazu, weiblich gelesene Freude zu unterdrücken, um stattdessen patriarchale Energie durchzudrücken. Zum Beispiel ist es oft immer noch so, dass weiblich gelesene Freude in der Kindheit irgendwann als alberne, kindischer, mädchenhafter Quatsch gelabelt wird und uns dann ziemlich schnell aberzogen wird. Dazu gehören zum Beispiel solche Freudeformen wie, wenn Kinder miteinander kichern oder wenn sie Wortspiele spielen oder wenn sie Spiele spielen, bei denen es nicht um Dominanz, sondern ums sich miteinander verbinden geht. Oder wenn es in einem Spiel keinen erkennbaren Sinn gibt. Wenn Kinder also zum Beispiel Reime erfinden oder mit den Händen Klatschspiele spielen. Oder wenn sie einfach nur wild durcheinander tanzen oder singen oder wenn sie sich Fantasiegeschichten ausdenken und so weiter. All diese Formen von Freude gelten irgendwann als lächerlich. Und wir trainieren sie uns dann mit der Zeit richtig gehend selbst ab. Und auf der anderen Seite gelten als männlich gelesene Freudeausdrücke seltsamerweise eben nicht als albern, sondern als okay. Zum Beispiel, wenn Kinder laut johlen oder grölen, weil sie was Schwieriges gemeistert haben. Oder wenn sie sich gegenseitig körperlich heftig auf die Schultern klopfen und so weiter. All diese Formen von Freude sind also nicht unterdrückt, sondern die dürfen offenbar existieren und werden höchstens in ihrer Lautstärke oder Heftigkeit gedämpft.
Und solche offensichtlich willkürlich festgelegten und nicht logisch getroffenen und künstlich gegenderten Differenzierungen findest du natürlich, logischerweise, irritierend, weil diese Differenzierungen nicht echt oder wahr sind, sondern Unterschiede bewerten wollen, die irrelevant sind. Das heißt, ein Seelenauftrag, der zu diesem Leben bei dir dazugehört, ist, echte Freude zurückzubringen. Und ja, in diesem Leben sind dir dafür die Frauen ein besonderes Anliegen. Du interessierst dich also in diesem Leben nicht so besonders für die männliche Seite des Spektrums und für männlich gelesene Freude, sondern du möchtest dabei mithelfen, dass Frauen sich wieder trauen, ganz in ihre eigene Freude zu gehen und Freude zu erleben auf allen Ebenen. Und dazu gibt es hier noch eine wichtige Info. Dein Seelenauftrag ist in diesem Fall kein ultraseriöser Auftrag, den du ganz trocken umsetzen musst, so nach dem Motto, schreib ein Buch, gib Vortragsreihen, geh auf Lesereise oder so. Sondern deiner Seele geht es vielmehr darum, die Freude von Frauen durch deine eigene Freude zu wecken und Frauen dann über diese erlebte Freude in die eigene Kraft zu bringen. Und wie könnte das gehen? Erstens, sagt dein Soul Guide, hast du schon mal einen guten Humor. Damit fängt es schon mal an. Zweitens wird das alles auch über deine Kunst laufen. Wie wir von hinter den Kulissen wissen, bist du ja unter anderem auch Künstlerin. Und in deiner Kunst steckt großes Potenzial dafür, Frauen zu mehr Lebensfreude zu verhelfen. Und drittens, wenn du dir bewusst machst, dass es deine Aufgabe ist, mehr Freude ins Leben zu bringen, und zwar ganz konkret für Frauen, wird dein kreativer Kopf noch sehr, sehr viele Ideen bekommen, wie sich diese Aufgabe umsetzen ließe. Dem sind keine Grenzen gesetzt und das ist der Auftrag und da werden noch viele Ideen sprudeln. Und warum hat sich deine Seele diese Aufgabe gestellt? Weil eine Frau, die ihre Freude kennt, sich diese Freude nicht mehr so leicht nehmen lässt. Das heißt, Frauen werden ganz wörtlich in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, wenn sie ihre eigene Freude kennen. Und diese Freude dient dann auch als inneres Messgerät, das sehr schnell Alarm schlägt, wenn ein anderer Mensch diese Freude durch patriarchales Tun gern einschränken wollen würde. Sprich, je mehr Freude eine Frau erlebt, umso freier ist sie. Das ist das Lebensmotto für dieses Leben und ein Auftrag, den dir deine Seele gern auf deinen Weg mitgeben möchte. Und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.